In diesem Video geht es um das Plugin, was ich bisher bei fast jedem meiner Videos auf diesem Channel genutzt habe, nämlich Magic Zoom von dem YouTuber Mr. Alex Tech. Das ist ein Plugin für DaVinci Resolve, mit dem ihr dynamische Zoom-Effekte und noch ein bisschen mehr sehr, sehr schnell und einfach direkt in der Edit-Page machen könnt. Es gibt eine kostenlose Version von dem Plugin, was sehr, sehr gut ist, die auch schon sehr viel kann. Und es gibt eine Bezahlversion, Magic Zoom Pro, die dann noch ein paar zusätzliche Feature hat. Und vor allem für Videos, wie ich sie aktuell mache, nämlich so Erklärvideos, wo ihr viel zeigt und immer mal wieder auf bestimmte Teile besonders im Detail eingehen wollt, eignet sich natürlich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn ihr einen Gaming-Channel habt, das auch ein wirklich nützliches Tool für euch sein könnte, weil wenn in einem bestimmten Bereich von eurem Bildschirm was passiert und ihr wollt da ein bisschen reinzoomen, könnt ihr das eben sehr, sehr schnell und einfach machen. Ich habe es tatsächlich aber auch schon benutzt für Kundenaufträge, und zwar, wenn eine Webseite gezeigt werden soll. Dann kann man damit nämlich sehr schnell und einfach so einen leichten 3D-Effekt machen und es sieht einfach ein bisschen professioneller dadurch aus. Aber vorab noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe mir das Plugin mit meinem eigenen Geld gekauft. Ich hatte erst eine Weile die kostenlose Version, habe gesehen, was die alles kann, habe gesehen, was die Bezahlversion mehr kann und habe mich dann dafür entschieden, mit meinem eigenen Geld mir die Bezahlversion zu kaufen. Mr. Alex Tech weiß nicht, dass ich dieses Video mache und ich kann hier frei sagen, was ich möchte. Wobei auch hier ist im Wesentlichen, ich meine, ich habe mir es ja von meinem eigenen Geld gekauft, weil ich von der kostenlosen Version sehr überzeugt war. Ich habe eigentlich nur Gutes darüber zu sagen. Aber springen wir mal direkt in Resolve. Ich habe einen Beispielclip in die Timeline geladen und wir fangen mit der kostenlosen Version an, um was die alles kann. Nachdem ihr das Plugin runtergeladen und installiert habt, findet ihr es unter Effekte und dann Magic Toolkit. Ich habe sowohl die kostenlose als auch die kostenpflichtige Version, aber fangen wir mal mit der kostenlosen an. Grundsätzlich habt ihr zwei Effekte darin zur Auswahl, einmal Magic Zoom Free und einmal Magic Zoom Free Fast. Soweit ich das weiß, ist Fast die Version, die keinen Motion Blur mit drin hat. Das heißt, wenn ihr einen sehr langsamen Rechner habt, ist sie ein bisschen schneller zu rendern, aber es fehlen euch halt eben gewisse Einstellungen. Deswegen fangen wir mal an mit Magic Zoom Free. Ihr könnt den Effekt entweder direkt auf den Clip ziehen, dann seht ihr hier, ich habe jetzt diese 3 Sternchen hier unten, und wenn ich in den Inspektor gehe, auf Effekte klicke, habe ich hier meine ganzen Einstellungen. Wie ich es aber lieber mache, ist über einen Anpassungsclip. Und ich kann jetzt einfach hier oben in die Suche gehen und tippe ein Anpassung. Und wie ihr seht, wird es nicht gefunden. Das liegt daran, dass die Suche sich aktuell nur auf den aktuellen Ordner bezieht. Wenn ich auf alle Ordner klicke, werden eben alle durchsucht und DaVinci findet den Anpassungsclip. Ziehe den ganzen hier drüber, passe es von der Länge an, dass es genauso lang ist und kann jetzt eben den Effekt Magic Zoom Free einfach auf den Anpassungsclip ziehen. Und nachdem ihr den Effekt draufgezogen habt auf euren Anpassungsclip, wenn euer Playhead aber noch ganz am Anfang von dem Clip ist, werdet ihr merken, hat sich nichts getan. Lassen wir das Ganze aber einmal durchlaufen und ihr seht direkt, es ist so ein Zoom-In und am Ende vom Clip kommt auch wieder ein Zoom-Out. Der Effekt ist ein sogenannter dynamischer Effekt. Das bedeutet, wenn ich den Anpassungsclip hier nach vorne ziehe, wird das Zoom-In- und Zoom-Out-Effekt nur so lange gehen wie der Anpassungsclip selbst. Oder eben wie der Clip selbst, wenn ihr jetzt direkt auf den Clip gezogen habt. Was ich euch auch auf jeden Fall raten würde, ist hier neben den Fusion Overlay zu aktivieren. Was ihr jetzt hier in der Mitte seht, ist so ein kleines grünes Kreuz. Wenn ich es wieder rum verschiebe, merkt ihr, passiert nichts. Das liegt aber daran, dass wir wieder ganz am Anfang vom Clip sind. Das heißt, hier ist der Zoom noch gar nicht passiert. Dieses kleine Kreuz zeigt euch an, wo reingezoomt wird. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich finde hier oben rechts ganz spannend, ziehe ich es nach oben rechts und jetzt zoomt er nach oben rechts rein. Jetzt gehen wir aber mal in die Effekteinstellung selbst rein und gucken mal, was wir noch alles einstellen können. Ich habe nochmal alles zurückgesetzt und fangen wir einfach von oben an. Wir haben den Pivot, das bedeutet, wo ist dieses Kreuz? Das heißt, wenn ich das hier hin und her verschiebe, ändern sich da die Werte. Ich bin Fan davon, erstmal auf dem Monitor das Ganze grob einzustellen und dann zu sagen, okay, das ist noch nicht so ganz perfekt. Kann man es hier neben ganz leicht machen. Ihr habt auch einen Motion Blur, das bedeutet eine Bewegungsunschärfe. Also wenn ich es jetzt durchlaufen lasse, seht ihr, dass es hier aktuell noch keinen Motion Blur-Effekt hat. Und wenn wir den Wert mal hochziehen, werdet ihr vor allem hier neben in dem Bereich sehen, wie so eine gewisse Bewegungsunschärfe dazu kommt. Wir können es ja mal komplett auf den Höchstwert machen, was hier 1 ist. Dann sieht man es schon sehr deutlich. Aber ihr könnt den Wert sogar bis auf 3 noch manuell hochziehen. Also selbst wenn ich 5 eingebe, der Höchstwert ist 3. Aber das ist dann auch schon ganz schön viel Unschärfe und sieht sehr unrealistisch aus.
Ich nehme es mal wieder raus, weil dieser Motion Blur oder diese Bewegungsunschärfe ist relativ rechnerintensiv. Deswegen gibt es auch die Fast-Version ohne das. Darunter habt ihr noch die Zoom-Detail-Einstellung. Also was wir aktuell haben, ist ein In-and-Out. Ich ziehe den mal wieder ein bisschen kürzer. Das bedeutet, zoomt rein am Anfang und zoomt raus am Ende. Ihr könnt hier aber natürlich auch einstellen, In-Only, dann würde es quasi am Anfang reinzoomen und eben nicht mehr am Ende raus. Out-Only wäre genau das Gegenteil. Es ist am Anfang schon reingezoomt und geht am Ende raus. Wenn ihr hier auf Constant Zoom geht, werdet ihr merken, dass sich hier an den Einstellungen ein bisschen was ändert. Aktuell passiert erstmal noch nichts. Ich bin hier auch direkt ein bisschen reingezoomt. Ich möchte, dass es jetzt von 1 anfängt, also von wie das Bild im Original wäre, und kann jetzt hier unten zusätzlich noch den Constant Zoom eingeben. Das bedeutet, jetzt wird über die Dauer des Clips einfach ein Zoom reingemacht. Machen wir mal auf 2 und es läuft jetzt den kompletten Clip über die Dauer, wird immer weiter reingezoomt, bis am Ende eben der maximale Zoomwert erreicht ist. Und Static bedeutet, dass gar nichts passiert und einfach reingezoomt ist. Gehen wir aber mal wieder auf In and Out. Ich finde, damit kann man es am besten zeigen. Ihr habt auch zusätzlich auch noch den Zoom Amount. Wenn ich das Kreuz mal wieder hier in die Mitte setze, könnten wir zum Beispiel auf 3 gehen und dann seht ihr, wird signifikant mehr reingezoomt. Oder ihr könnt auch rauszoomen. Also wenn ich das zurücksetze auf 1,5, könnte ich hier sogar hingehen und wenn der Wert unter 1 geht, zoomt es aus dem Bild komplett raus. Darunter haben wir die Zoom-Dauer. Jetzt mache ich den Clip mal wieder ein bisschen länger. Die Zoom-Dauer ist standardmäßig auf 1 Sekunde. Das bedeutet, das ist ungefähr 1 Sekunde von der Zoom fängt an, bis ihr seid maximal auf euren Wert reingezoomt. Das heißt, wenn ich hier 2 eingebe, dauert es eben 2 Sekunden, bis der Zoom passiert ist und er ist viel langsamer. Das Coole daran ist, dass auch der Motion Blur, wenn ihr den jetzt hier wieder hochsetzen würdet, dynamisch auf eure Zoom-Geschwindigkeit reagiert. Also obwohl der Wert hier höher ist, wenn ich die Zoom-Dauer jetzt auf 0,5 reduziere, wird viel mehr Bewegungsunschärfe wieder gezeigt. Das heißt, es ist immer so ein Zwischenspiel aus Zoom Amount, Zoom Geschwindigkeit und dem Motion Blur. Ihr könnt die Dauer aber auch beeinflussen, indem ihr den Zoom In Point und Zoom Out Point benutzt. Also angenommen, der Zoom fängt ja jetzt direkt am Anfang an, aber sagen wir mal, ich möchte, dass es erst nach 1 Sekunde anfängt. Dann könnte ich jetzt hier auf 1 Sekunde springen und klicke auf Zoom In Point und habe jetzt hier eine zusätzliche Anzeige. Das bedeutet, 1 Sekunde lang passiert gar nichts, dann zoomt er rein, dann dauert es wieder ein bisschen. In dem Fall wird es jetzt bei 5 Sekunden und ein bisschen wieder rauszoomen. Aber auch den Zoom-Out-Point, also ich kann sagen, nach 1 Sekunde soll es reinzoomen. Und hier möchte ich ungefähr, dass es wieder raus. Klick auf Zoom-Out und hier springt es dann wieder raus. Unter Reset Zooms habt ihr die einfach wieder zurückgesetzt und es ist wieder am Clip-Anfang und am Clip-Ende. Darunter habt ihr noch die Einstellung, einen Constant Zoom zu machen. Das bedeutet, dass über die komplette Dauer auch noch ein Zoom-Effekt mit reingebaut wird. Also zum Beispiel könnte ich sagen, ich möchte hier einen Zoom-In und dann soll das Ganze noch permanent auf, sagen wir mal, +1 nochmal weiter reinzoomen. Und ihr seht jetzt, nachdem es reingezoomt hat, also wir haben den Zoom-In-Effekt und es läuft die ganze Zeit noch weiter, wird immer größer und am Ende zoomt es wieder raus. Mit Starting Zoom und Ending Zoom könnt ihr noch einstellen, wo soll das Ganze anfangen und wo soll das Ganze aufhören. Also wollt ihr jetzt schon ein bisschen weiter rausgezoomt anfangen, dann kommt der konstante Zoom und der eigentliche Zoom-Effekt. Und am Ende soll es nochmal komplett raus, soll es weiter reingezoomt bleiben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Constant Zoom benutze ich nicht so viel. Deswegen setze ich das jetzt auch mal wieder zurück. Darunter habt ihr die Einstellung zu der Art, wie reingezoomt wird, also mit was für einer Kurve. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Keyframes habt, könnt ihr da auch mit dem Spline-Tool zum Beispiel in der Fusion-Page arbeiten. Falls euch das alles nicht sagt, ist nicht so wichtig. Ich versuche es zu erklären. Aktuell ist es so, wenn ich das laufen lasse, fängt es langsam an zu zoomen, wird schneller und dann wieder langsamer. Also ich habe so eine Kurve da eben in der Zoom-Geschwindigkeit drin. Wenn ich das Ganze jetzt mal auf linear setze, dann seht ihr, dass es die ganze Zeit in der gleichen Geschwindigkeit reinzoomt und eben auch am Ende in der gleichen Geschwindigkeit wieder rauszoomt. Das wirkt ein bisschen künstlich, das wirkt ein bisschen starr und deswegen nimmt man eigentlich eher einen Easing-Effekt. Ihr könnt auch unter Custom selbst die Kurve einstellen. Unter dem Easing habt ihr auch noch ein paar andere Einstellungen, wie reingezoomt wird. Da könnt ihr einfach ein bisschen dran rumspielen. Und unter der Einstellung zu der Zoom-Kurve habt ihr auch noch Enable Pitch and Yaw. Ist ziemlich cool, weil man damit so einen leichten 3D-Effekt erzeugen kann. Was ich aber erstmal machen muss, ich muss mein Kreuz in irgendeine Ecke ziehen, weil sonst funktioniert das nicht. Weil wenn ich es komplett in der Mitte schwenke und neige, sieht man den Effekt nicht. Jetzt habe ich es hier unten nach unten rechts gezogen und wenn ich jetzt mal ein bisschen vorspringe und unter Pitch, seht ihr, kann ich das Ganze so kippen
Und unter Yaw kann ich das Ganze dann noch so neigen. Und wenn ich das jetzt mal laufen lasse, hat es so einen leichten 3D-Effekt. Da müsst ihr nur zusätzlich aufpassen, dass ihr dann genug wieder reinzoomt, dass man hier den schwarzen Hintergrund nicht sieht, oder wenn ihr einen Hintergrund einfügen wollt, dass ihr da was eingefügt habt. Ich habe jetzt Pitch and Yaw nochmal deaktiviert und will auf das nächste eingehen, nämlich Shake. Weil ihr könnt zusätzlich auch noch so ein Wackeln mit einbauen. Kann ganz nett sein. Ihr habt hier auch nochmal ein paar zusätzliche Einstellungen. Einmal Motion Scale, also wie sehr soll es schwanken. Ihr habt die Geschwindigkeit, also wie schnell soll es schwanken. Und ihr habt auch hier eine gewisse Bewegungsunschärfe, die ihr einstellen könnt. Also soll es beim Wackeln auch noch eine Bewegungsunschärfe eben geben. Ihr könnt auch noch einstellen, ob es durchgehend wackeln soll, also während es reingezoomt ist, durchgehend geschüttelt werden soll, oder ob das Ganze nur über den Zoom-Effekt sein soll. Dafür mache ich den jetzt mal auf 2 Sekunden. Machen den Clip mal ein bisschen länger. Und jetzt seht ihr nur während des Zoom-Effekts wackelt, dann hört es auf und beim Rauszoomen wackelt es auch wieder. Ein bisschen Spielerei, aber in den richtigen Fällen, wenn es mit einer gewissen Geschwindigkeit zum Beispiel gemacht wird, kann das auch vielleicht für einen Übergang ganz nett sein mal. Darunter habt ihr mit Shake Movements und Shake Randomness noch zusätzliche Einstellungen, um das Ganze noch ein bisschen zu feintunen. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen rumexperimentieren. Und damit wären wir mit den eigentlichen ersten Einstellungen auch schon mal durch und könnten jetzt zu Hintergrund springen. Ich mache noch einmal kurz hier ein Reset, um wieder alles zu deaktivieren und zurückzusetzen. Gehe auf Background und klicke jetzt auf Enable Background. Bisher hat sich noch nichts getan, weil wie hier oben auch steht, können wir das nur nutzen, wenn wir auch wirklich rausgezoomt sind. Gehen wir mal in die Controls und sagen in dem Fall jetzt mal Out Only. Das heißt, ich habe hier in dem Effekt, ich fange reingezoomt an und höre rausgezoomt wieder auf. Ich möchte, dass das aber schon ein bisschen früher kommt, also Zoom Out Point. Hier kommt der Effekt. Und ich möchte, dass mein Ending Zoom so ungefähr ist, damit ich jetzt auch den Hintergrund sehen kann. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel hingehen und mir die Farbe anpassen. Oder ihr könntet einen Verlauf machen, könntet 4 verschiedene Ecken die Farben machen und habt jetzt hier dann 4 verschiedene Farben, wo das Ganze dann rausgezoomt wird. Zusätzlich könnt ihr auch noch ein Shadow, also einen Schlagschatten generieren und habt hier jetzt eben Einstellungen, also wie intensiv soll der sein, in welchem Winkel soll der sein, wie weit soll der weg sein und wie soft soll er sein. Also auf 0 ist er quasi eine sehr harte Kante und auf 1 ist es ein sehr, sehr weicher Verlauf. Damit sind wir auch schon am Limit von der kostenlosen Version angekommen. Ich muss aber sagen, die kostenlose Version kann aber schon extrem viel von dem, was ich tatsächlich regelmäßig brauche. Ich habe aber mir trotzdem, nachdem ich die kostenlose Version eine Weile getestet habe und damit rumgespielt habe, irgendwann die Bezahlversion geholt. Einerseits, weil sie noch ein bisschen mehr kann und andererseits, weil ich den YouTuber damit auch ein bisschen unterstützen wollte, weil es einfach echt ein cooles Tool ist, was ich wirklich viel, viel nutze. Also wir gehen hier rein, löschen mal den kostenlosen Effekt raus, gehen auf Effekte und jetzt auf Magic Zoom. Und wie ihr seht, habe ich hier auch nochmal eine viel größere Auswahl. Das bedeutet, ich habe hier Magic Zoom Pro, Movement, Pop-Out und Presets. Fangen wir ganz oben an. Ich ziehe das Ganze drauf und habe hier ein paar zusätzliche Anpassungen noch. Nämlich ich habe direkt die Auswahl, in welche Ecke soll das Kreuz hier springen. Also wenn ich Top Left drücke, springt es direkt nach oben links. Wenn ich Bottom Right, nach unten rechts und so weiter. Und zusätzlich, und das ist genau der Grund, warum ich mir dann die Bezahlversion geholt habe, ist dieses Switch to Multi. Ich kann jetzt den Anpassungsclip hier ungefähr schneiden und sage, das ist mein Midpoint. Und wie ihr seht, ist der Zoom gesprungen. Jetzt sagen wir mal Bottom Left. Und das hier soll mein Outpoint sein. Und was jetzt passiert ist, wir zoomen unten rechts rein, springen nach unten links und zoomen am Ende wieder raus. Ihr könnt quasi beliebig viele Punkte innerhalb von einem Effekt machen, indem ihr wieder, also angenommen, ich setze es zurück, das ist wieder mein Mid. Das bedeutet, es springt von unten rechts zu unten links. Ich mache nochmal einen Cut, sage, das ist der nächste Mid und wie ihr seht, swapped successfully A. Jetzt kann ich oben rechts sagen und mache hier vielleicht nochmal einen Cut und sage, das hier ist Out. Und jetzt springt es nach unten rechts, unten links, oben rechts und wieder raus. Und wie ihr eben gerade gesehen habt, springt es am Ende komischerweise raus. Das passiert bei mir manchmal, wenn der letzte Clip nicht lang genug ist. Und jetzt müsste es wieder passen.
Da müsst ihr also ein bisschen mit der Dauer auch aufpassen, aber prinzipiell funktioniert es sehr, sehr gut. Damit könnt ihr halt nicht nur in eine Ecke springen, sondern wirklich auch über den Bildschirm verteilt verschiedene Sachen immer wieder in den Fokus legen. Ihr könnt das Ganze dann natürlich auch wieder kombinieren mit dem Pitch and Yaw. Also ihr könnt dann sagen, ich springe am Anfang nach unten links und das ist so ein bisschen anschrägen, springe nach unten rechts und lasse es in die andere Richtung anwinkeln und habt damit mit nur ein paar Klicks wirklich einen sehr, sehr coolen dynamischen Effekt, was ja letzten Endes einfach nur ein Zoom und ein Verändern von einem Winkel ist. Aber das sieht schon sehr, sehr cool dann aus. Aber machen wir mal weiter. In dem Fall würde ich die hier alle löschen. Nochmal den lang ziehen. Und der hier ist jetzt noch ein Multi, das heißt Reset to Standard. Ihr könnt auch hier Motion Blur an- und ausschalten. Aber zusätzlich habt ihr jetzt auch noch Enable Tilt. Tilt bedeutet, wenn ich in eine irgendwo hinspringe oder wenn ich jetzt das hier mal verändere, seht ihr, dass so eine Unschärfe mit dazu kommt. Also ich kann hier die Intensität der Schärfe verändern. Ich kann den Focus Suite anpassen. Ich kann in Focus Range, wie viel ist im Fokus, wie viel ist unscharf. Nahe Unschärfebereich, ferner Unschärfebereich. Da könnt ihr schon sehr, sehr viel dran einstellen und das Ganze nochmal, die Stelle, wo ihr eh schon reinzoomt, nochmal ein bisschen mehr rausstechen lassen oder nochmal mehr einen Fokus drauflegen, indem ihr eben den Rest ein bisschen unschärfer macht. Zusätzlich haben wir auch noch verschiedene Effekte. Also ihr könnt Ellipsen drauf machen und hier irgendwelche Effekte noch drauf packen. Könnt die Größe anpassen. Kann jetzt hier sagen, ich mache einen Rand dazu. Ich kann die Brightness einstellen. Also ihr habt hier wirklich allerlei zusätzliche Einstellungen, die neben dem Zoom, der eh schon da ist, und dem Tilt und was ihr noch alles habt, könnt ihr zusätzlich noch wie ein bisschen mit Masken arbeiten und da noch mehr ein Highlight setzen. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, von den Effekten benutze ich eigentlich gar nicht. Die Background-Einstellungen sind die gleichen wie in der kostenlosen Version. Ihr könnt aber zusätzlich auch noch auf Save euch ein eigenes Preset bauen. Das heißt, nachdem ihr irgendwie was eingestellt habt, was euch gefällt und ihr sagt, oh ja, so möchte ich das gerne häufiger in der Zukunft machen, könnt ihr das speichern und es würde dann unter Effekte, Presets, ich glaube, dann wird eine eigene Unterkategorie nochmal entstehen. Wie gesagt, ist nichts, was ich regelmäßig brauche oder was ich jemals gebraucht habe. Das war auch eigentlich schon mal der wesentliche Unterschied zwischen Magic Zoom Pro und Magic Zoom Free. Aber wie ihr seht, habt ihr hier noch mehr Effekte. Also ihr habt noch unter Movement, könnt ihr Pro Double, das ist automatisch quasi ein Multi, aber mit 2 Punkten. Ihr habt ein Pan, was auch quasi 2 Punkte sind und dabei schwingt es ein bisschen langsamer. Ihr habt Tracked, darauf werde ich gleich nochmal mehr eingehen. Ihr habt Pop-Out-Effekte, also dass quasi nur ein Teil des Bilds größer dargestellt wird. Ihr habt allerlei Presets, mit denen ihr rumspielen könnt, aber gehen wir jetzt nochmal auf den zweiten großen Unterschied, den ich zwischen der kostenlosen und kostenpflichtigen Version sehe, nämlich Magic Zoom Pro Tracked. Das bedeutet, ihr könnt eine Mischung machen aus, ihr trackt eine Bewegung und gleichzeitig soll dann darauf gezoomt werden. In meinem Fall habe ich hier einen Clip, wie ein Auto vorbeifährt und ich möchte jetzt eben, dass auf das Auto gezoomt wird und das Ganze dann so mitverfolgt wird und am Ende wieder rausgezoomt wird. Ihr könnt es entweder wieder direkt auf den Clip selbst machen oder mit einem Anpassungsclip arbeiten. Ich habe es einfach lieber auf einem Anpassungsclip. Jetzt ziehe ich den Effekt hier drauf und wie ihr seht, bei Status Set Tracking Before Zoom. Das bedeutet, bevor wir die Zoom-Anstellungen angehen, müssen wir erstmal tracken. Ich springe mal hier hin ungefähr, wo das Auto schon zu sehen ist und klicke jetzt auf Enable Tracker. Was passiert? Ich habe hier zusätzlich dieses kleine Symbol auf meinem Monitor. Manchmal sieht man das auf Anhieb nicht so ganz gut. Es ist meistens eher so in dem oben links Bereich und dann findet ihr es. Manchmal, wie jetzt bei mir auch, gibt es einen kleinen Fehler, nämlich dass ein riesiges rotes Viereck erscheint. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich ziehe es erstmal grob in den Bereich und jetzt sehe ich hier neben rechts noch so ein kleines Fenster unter IntelliTrack 1 und kann noch mal ein bisschen justieren. Am besten funktioniert es, wenn ihr einen Bereich habt, der relativ kontrastreich ist. Also wir haben hier sehr viel weiß, sehr viel dunkle Bereiche. Ich hoffe mal, dass es dann ganz gut tracken kann. Und jetzt klicke ich auf Track Forward. Das dauert jetzt kurz. DaVinci wird jetzt versuchen, das Auto oder den Bereich die komplette Zeit über zu tracken. Sagt mir jetzt aber, es hat es nicht geschafft, komplett den zu tracken. Das liegt daran, dass das Auto hier am Ende von meinem Clip noch aus dem Bild fährt. Das heißt, es stört mich eigentlich nicht weiter. Es hat noch nicht von Anfang an getrackt, weil ich in der Mitte oder nicht ganz am Anfang des Clips angefangen habe. Deswegen mache ich jetzt noch Track Backwards. Das bedeutet, das Auto kommt hier jetzt rein und der Tracker läuft hier jetzt schön mit. Jetzt kann ich in die Controls gehen und den Zoom zum Beispiel auf, sagen wir mal, 2 erhöhen. Und was jetzt passiert ist, es zoomt auf das Auto und am Ende des Clips zoomt es wieder raus. Es zoomt natürlich am Ende des Clips erst wieder raus. In dem Fall passt es jetzt nicht so ganz. Das bedeutet, wir können wieder mit den Zoom-In- und Zoom-Out-Points arbeiten.
Ich möchte zum Beispiel, dass es erst hier anfängt rein zu zoomen, zoom in, und es soll hier ungefähr wieder rauszoomen und habe somit mit ein paar Klicks sehr schnell einen getrackten Zoom. Ich deaktiviere jetzt hier mal kurz die Anzeige, damit wir die grüne Linie, die getrackte Linie nicht sehen. Und das wäre jetzt unser Ergebnis. Das Auto kommt rein, kommt ein Zoom-Effekt drauf, das Auto fährt vorbei, Zoom wieder raus und fertig. Ihr habt auch hier in dem Getracked natürlich alle Einstellungen, die ihr auch in dem anderen habt. Also ihr könnt mit Motion Blur arbeiten, ihr könnt konstante Zooms einbauen, ihr könnt Shakes, alles mögliche wieder zusätzlich noch einstellen. Und genau das macht dieses Tool halt so stark, dass ihr die ganzen Einstellungen oder die ganzen Effekte wirklich miteinander kombinieren könnt. Der Grund, warum ich den Effekt lieber auf einen Anpassungsclip packe, statt auf den Clip selbst, ist folgender. Wenn ich hier mal diesen Beispielclip nehme und wir sagen, dieser Poller, den möchte ich nicht sichtbar haben. Angenommen, da steht irgendwie was drauf, was ein Werbeclip und ihr macht was für ein Unternehmen und die wollen nicht Fremdwerbung drin haben, dann würde ich jetzt auf die Color Page gehen. Ich mache mir eine zusätzliche Note, füge hier irgendwie eine Maske ein. Wir machen das jetzt mal nur ganz grob, packen Weichzeichner drauf, ziehen hier noch ein bisschen hoch, damit es wirklich eindeutig ist und hätte das jetzt hiermit quasi geblurrt. Wenn ich jetzt aber meinen Magic Zoom-Effekt draufziehe, werdet ihr merken, dass der Zoom-Effekt sich jetzt auf das Footage nur bezieht und nicht auf den Clip darunter inklusive der Maske. Das bedeutet, die Maske müsstet ihr jetzt auch nochmal in der Color Page zum Beispiel tracken. Also ihr müsstet darauf achten, dass die Maske dem Zoom-Effekt entgegenwirkt und damit immer an der gleichen Stelle bleibt, weil aktuell ist nach ein paar Frames durch den Zoom wieder der Poller zu sehen. Wenn ich den Effekt jetzt hier aber wieder rauslösche und ich nehme mir einen Anpassungsclip stattdessen, ziehe den hier drüber und packe den Effekt auf den Anpassungsclip, werdet ihr sehen, dass sich jetzt der Effekt auf den Clip darunter inklusive den Color Adjustments bzw. inklusive den Masken, die wir drauf gemacht haben, bezieht. Also hier bleibt die Maske immer an der gleichen Stelle. Das bedeutet, ich spare mir einfach zusätzliche Arbeit, indem ich es immer auf einen Anpassungsclip mache. Woher bekommt man das Plugin eigentlich? Das Plugin bekommt ihr auf der Webseite von Mr. Alex Tech, heißt mralextech.com. Ich habe euch den Link aber auch unten in die Infobox gepackt. Und unter Free findet ihr die kostenlose Variante. Da müsst ihr einfach eure E-Mail-Adresse eingeben, dann bekommt ihr das Plugin quasi zugeschickt. Braucht keine Sorgen haben, ihr werdet absolut nicht voll gespammt. Die einzigen Mails, die ich bisher bekommen habe, sind einfach bei Updates von dem Plugin, was ja sehr nützlich ist. Und ansonsten die Bezahlversionen kosten aktuell, ich glaube, $30, also bisschen über 25 € umgerechnet. Und kommen wir jetzt zu dem Fazit des Plugins. Ich würde sagen, jeder, der irgendwas mit Videoschnitt zu tun hat und hier und da mal einen Zoom-Effekt nutzen möchte, sollte sich zumindest die kostenlose Version einfach runterladen. Es spricht nichts dagegen. Wie gesagt, ihr werdet nicht von Mails zugespammt, es kommt immer nur bei neuen Updates. Es kostet euch nichts, es ist ein cooler, dynamischer Zoom. Und es spricht absolut nichts dagegen. Also es läuft super flüssig. Ihr habt die Fast-Version, wenn euer Rechner nicht stark genug ist oder wenn ihr sagt, ich brauche Motion Blur eh nicht. Und ihr könnt so viele Effekte miteinander kombinieren und das alles in der Edit-Page. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool. Wenn ihr, wie ich, der Meinung seid, dass vor allem dieses Multipoint, also Multi-Zooms für euch relevant ist, dann würde ich euch raten, die Bezahlversion zu holen. Auch hier finde ich vor allem die Mischung aus diesem Pitch and Yaw, den ihr auch in der kostenlosen Version habt, aber zusammen mit dem Tilt, also mit dieser Unschärfe, wirklich auch richtig cool, weil das Ganze nochmal signifikant professioneller aussehen lässt und aussehen lässt, als ob ihr wirklich einige Stunden dran gearbeitet hättet, wobei ihr eigentlich einfach nur mit ein paar Klicks in der Edit-Page das Ganze einstellen konntet und auch eben animieren konntet. Also ich bin sehr, sehr großer Fan des Plugins und ich bin sehr froh, dass ich es habe, weil es für meine Videos wirklich relevant ist. Also gerade wie gesagt bei Erklärvideos oder wenn ihr Gaming-Videos habt, wo ihr hier und da mal auf einen gewissen Bereich reinzoomen wollt, würde ich es absolut empfehlen und selbst wenn nicht, holt euch die kostenlose Version, es lohnt sich wirklich. Falls ihr Fragen zu dem Plugin an sich habt oder allgemein zu DaVinci Resolve oder zu Videoschnitt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Video.